Hallöchen, ich möchte euch heute etwas anderes näher bringen, und zwar das Thema Vent Art oder Mood Art. Kommt aus dem Englischen, bezieht sich auf sozusagen die Laune, die Mut sozusagen einer Person und bezeichnet ein Bild, was in einer bestimmten Laune oder als sozusagen Ventil oder Emotionsauslassventil, wie auch immer, erschaffen wurde. Als Vorwort gleich mal vorneweg: Ich bin weder Arzt noch bin ich Therapeut. Ich bin auch nur ein ganz normaler 0815 Otto-Normalbürger wie ihr. Und alles, was ich hier sage, bezieht sich lediglich auf meine eigene Meinung und meine eigene Erfahrung mit dem Thema. Ich habe schon so einige Ventarts selber produziert und gemacht, und sie haben mir auch oft geholfen. Aber ich möchte mich mit dem Thema trotzdem so unvoreingenommen wie möglich befassen. Und das hier ist auch überhaupt keine Verurteilung oder sonst irgendwas von Künstlern oder von dieser Kunstform selbst, sondern es soll einfach das Thema eventuell ein bisschen näher bringen, Verständnis dafür fördern und vielleicht eine kleine Basis schaffen, um das Thema zu verstehen, weil das ist nicht unbedingt etwas, womit jeder etwas anfangen kann, gerade im Bereich von Leuten, die mit der Thematik Kunst nicht so vertraut sind. So, dann erstmal als noch so ein kleiner Spywort. Ich versuche das Ganze hier diesmal nicht auf Englisch, weil Englisch nicht meine Muttersprache ist, sondern bleibt beim Deutschen. Auch um mal zu gucken, ob es eventuell Leute gibt, die dem Thema dann jetzt in der Art und Weise ein bisschen sich näher verbunden fühlen können, als wenn ich jetzt in Englisch labern würde. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, das Ganze auf YouTube zu übersetzen und mit Untertiteln zu versehen, dass die Leute im Englischen einfach den Ton ausstellen können, um meine deutsche Ausdrucksweise nicht hören zu müssen, weil Deutsch einfach eine sehr harte Sprache ist, und sich dessen trotzdem widmen können. Gut, dann ab zum Thema. Punkt 1. Was ist Vent-Art überhaupt? Vent-Art ist eine Form, sich künstlerisch auszudrücken, wenn man in einer Emotion feststeckt, in einer komplizierten Real-Life-Situation feststeckt, die einen emotional bedrückt, sehr beschäftigt, oder einfach eine Art und Weise mit Gefühlen und der derzeitigen Situation sich mit Gefühlen oder der derzeitigen Situation auseinanderzusetzen. Gerade jetzt 2020 ist das Thema vielleicht nicht allzu weit hergeholt. Auch ich habe mich so durch das Jahr mit so ein paar, doch mehr als üblicherweise Bildern halt durchgerungen, was einfach einen persönlichen Hintergrund hat, den ich jetzt hier auch nicht weiter ausbreiten möchte. Aber der Begriff Vent Art oder Mood Art kommt aus dem Englischen. Mood für Englisch Laune und Art eben logischerweise Kunst. Vent ist für das Ventil oder auch Ventilation. Das heißt also sich dem Ganzen Luft machen, einfach das rauslassen. So. Wie sowas aussehen kann, zeige ich euch jetzt einfach anhand ein paar von meinen Bildern. Die sind nicht immer unbedingt nur negativ. Das hängt ganz mit der Laune zusammen. Wenn man aggressiv ist, dann tendiert man dazu vielleicht etwas, oder tendiere ich zumindest dazu, etwas radikaler, brutaler zu zeichnen. Die Thematik ändert sich dann auch. Dann wird es eben etwas vielleicht horrorlastiger oder eben etwas aggressiver auf die Personen hin, die das Bild betrachtet. Das heißt also, es wird dann mit Klingen, eventuell Blut oder anderen Sachen gearbeitet. Niemals in dem Sinne, dass es halt wirklich einen Charakter selbst betrifft, dass der wegen mir, keine Ahnung, verletzt wird oder sonst irgendwas. Zumindest bei mir nicht. Kann aber durchaus sein, dass es Leute gibt, die sowas dann auch gerne sich darin auslassen wollen. Das ist jedem Kunst ist frei.
Kunst kann jeder so gestalten, der sich Künstler nennt, wie er möchte, oder auch als Hobbykünstler, so wie ich mich ja bezeichne. Ich bin ja kein Künstler, ich bin Hobbyist. Wofür ich jetzt wahrscheinlich wieder in Anführungsstrichen geschlagen werde von einigen Freunden von mir, die sagen, nein, du möchtest damit Geld verdienen, also bist du auch de facto ein Künstler. Kann man sehen wie ein Dachdecker, wie meine Eltern so schön sagen wollen würden. Und entweder bist du es oder bist es nicht, aber egal, du deckst ein Dach, also bist ein Dachdecker, machst Kunst oder bist ein Künstler. So, das nur kurz am Rande. Ich habe hier ein paar Sachen rausgesucht, die für mich Wendart sind, aber nicht unbedingt als Wendart erkennbar sind. Da sind Sachen dabei, die eben auch sehr fröhlich und glücklich wirken, bei denen man aber erst auf den zweiten Blick erkennt, dass sie einen emotionalen Tiefgang haben, der bei vielen meiner anderen Bilder, gerade was auch im Bereich Commissions zu finden ist, nicht der Fall ist. Wendart bezeichnet nicht unbedingt brutale oder blutige Werke, sondern bezeichnet vielmehr wie ich schon gesagt, den emotionalen Tiefgang eines Bildes. Das heißt also, welche Emotionen hatte der Künstler bei dem Erschaffen dieses Bildes? Die können sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen äußern. Die können sehr positiv sein, die können sehr negativ sein, die können selbstverletzend sein, die können aggressiv sein. Das ist vollkommen unterschiedlich zu dem und hängt davon ab, was der Künstler damit ausdrücken wollte oder wie er sich in dem Moment gefühlt hat. So. Ich habe hier auch keine Wendarts von Leuten reingenommen, die ich kenne und deren Zeug ich liebe, also deren Bilder ich liebe, sondern ich habe mich hier lediglich auf meine Sachen beschränkt, weil mit denen kann ich euch wirklich 1:1 zeigen, was ich mit dem Begriff Wendart oder Moodart meine. Was macht Wendart so besonders? Wendart ist, also diese Kunstform, ich versuche mal weniger den Begriff Wendart zu nehmen, sonst können wir zweimal einen Ticker einbauen, wie oft ich das benutzt habe, macht es insoweit besonders, weil es eine Hilfestellung sein kann, dabei mit der emotionalen Situation, mit dem Gefühlschaos, mit der Real-Life-Situation, in der man derzeit feststeckt und die einen beschäftigt, umzugehen. Das heißt, man kann damit kompensieren, man kann damit aber auch versuchen, sich selbst zu manipulieren und man kann versuchen, es zu verarbeiten oder eben es halt auch in gewisser Art und Weise zu verdrängen. Auch Verdrängung ist ein Mechanismus, der nicht unbedingt nur gut zu heißen ist, aber der halt auch ein sinnvoller Mechanismus ist in gewisser Art und Weise, dass man manchmal schlicht und ergreifend die Produktivität braucht, um sich gut zu fühlen und die emotionalen Belange versucht in den Hintergrund zu drücken, sodass man produktiv sein kann. Das Gefühl kennt jeder, der zur Arbeit gehen muss. Oder ich kannte das in dem Fall, als ich arbeiten gehen musste, auch wenn es mir nicht gut ging, weil das schlicht und ergreifend normal ist, dass viele Menschen so machen müssen. Wir können uns nicht immer aussuchen, zu Hause zu bleiben und uns zu verkriechen, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es uns manchmal nicht gut geht, dann verdrängt man das, schiebt es nach hinten und beschäftigt sich irgendwann anders damit. Und zu diesem Thema mit dem irgendwann anders damit beschäftigen komme ich später noch, keine Sorge. So. Dann, ja, der nächste Punkt. Wozu ist das überhaupt gut? Und ist es überhaupt gut? Oder ist es sogar schädlich? Es ist insoweit sicherlich für mich zumindest gut, dass ich, wenn ich mich dann dazu entschließe, Wendart oder ein Bild für mich, einen emotionalen Auslass für mich zu zeichnen, ich mich da hineinversetzen kann und mich in dieser Emotionen und diesem ganzen Gefühlschaos regelrecht suhlen kann. So, das ist jetzt kein unbedingt schöner Begriff, weil man mit der Wortkombination, also mit der Symbolik sich in etwas suhlen nichts Positives verbindet, aber in dem Fall ist es tatsächlich gut, weil stellt euch vor wie eine Zitrone. Ich habe diese Zitrone in der Hand, die jetzt gerade die Emotion ist, die mich umgibt. Mit der muss ich leben. Diese Emotion ist jetzt zum Beispiel Trauer. Und ich
nehme diese Zitrone und presse sie aus und presse sie, indem ich das Bild dazu zeichne, dass diese Emotion einfängt, presse ich diese Zitrone so lange aus, bis nichts mehr aus dieser Zitrone rauskommt. Und dann kann ich die Zitrone weglegen, weil dann ist sie nutzlos. Sie hat keinen Saft mehr, sie ist leer und ich kann mit dem Bild in gewisser Art und Weise abschließen mit diesem emotionalen Zustand und ihn für mich erstmal akzeptieren und zur Seite legen und mich wieder anderen Dingen widmen. Insoweit ist es gut, etwas wie einen emotionalen Auslass zu haben. Ob das jetzt in meinem Fall Kunst ist, ob das jetzt im Fall von anderen Leuten Schreiben ist oder Singen oder Musik machen generell oder spazieren gehen, was auch immer, oder einfach nur über das Thema reden, kann auch helfen. Generell gilt, wenn ihr Probleme habt, bei denen ihr keinen Ausweg mehr seht und auch nichts anderes zu helfen scheint, sucht euch professionelle Hilfe und verlasst euch nicht auf irgendwelche Leute, die euch in YouTube irgendwas versuchen an die Hand zu geben. Geht zum Arzt, sucht euch einen Therapeuten, sucht euch jemanden, mit dem ihr professionell reden könnt und lasst euch von dieser Person helfen. So. Kann es auch schädlich sein, Wendart zu machen oder sich einen emotionalen Auslass zu suchen? Ja, sicherlich. Habe ich so bei mir persönlich noch nicht erlebt, kann ich mir aber durchaus vorstellen. Denn der Begriff, dass sich in einem Gefühl suhlen und in einer Situation suhlen und sich immer wieder damit beschäftigen, bringt diese Situation weder dazu zu enden, noch bringt sie die Situation dazu, sich damit abschließend zu befassen. Das abschließend ist in dem Fall das wichtige Wort. Denn wenn ich mir immer wieder vor Augen führe, dass ich einen Zustand habe, den ich derzeit nicht ändern kann, dann bringt mich das nicht weiter. Dann setzt mich das vor eine unpassierbare Mauer, gegen die ich immer wieder gegenrenne und mit der kann ich mich so oft befassen, wie ich möchte. Es wird an der Situation nichts ändern. Das heißt, wenn ich dazu immer und immer wieder, das muss jetzt nicht dasselbe Bild sein, aber immer wieder neue Bilder mache und mich immer wieder mit dieser Situation auseinandersetze, so kann ich mir das zumindest vorstellen, auch durchaus schädlich sein. Ich lasse mich hier gerne korrigieren. Wenn ihr andere Meinungen dazu habt, bitte nur her damit. Ich möchte mich gerne auch weiter sozusagen meinen Horizont erweitern und lasse mich da auch gerne von euch in meiner Ansicht korrigieren, da habe ich kein Problem mit. Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schädlich ist. Ich bin selber eine Person, ich habe das, wenn dann einmal in meinem Leben wirklich, da war ich aber noch sehr viel jünger und in einer nicht tiefdepressiven Phase, wurde nicht diagnostiziert, aber in einem sehr tiefen Loch habe ich mich dem einmal ergeben und habe schließlich aber auch festgestellt, dass mich das selber nicht weiterbringt. Mithilfe von Freunden und Familie und so weiter und so fort. Ja. Also ja, aber wenn ihr einen emotionalen Auslass braucht, dann achtet darauf, dass ihr das benutzt, um wieder in einen ruhigen Geisteszustand zu kommen und nicht euch damit weiter aufzuwühlen. So, was ich euch noch als Tipp nebenher an die Hand geben kann, wenn ihr euch dazu entscheidet, ein Bild zu machen oder eine Geschichte zu schreiben oder Musik zu machen oder irgendetwas zu kreieren, in dem ihr eure Gefühle reinsteckt, dann macht es so, dass ihr wirklich diese Sache, die ihr kreiert, zu einem fertigen Zustand bringt. Hört nicht mittendrin irgendwo auf. Seid euch gewiss, dass wenn ihr es anfangt, ihr es zu einem Zustand bringt, wo ihr entscheidet, jetzt ist es fertig. Jetzt ist meine Emotion raus. Jetzt habe ich damit abgeschlossen. Jetzt packe ich es in diese, in Anführungsstrichen, Kiste und lege es zur Seite. Denn nur so habt ihr die Möglichkeit, oder nur so habe auch ich die Möglichkeit, dann, wenn ich sowas mache, für mich diese Emotionen abzuschließen und zu sagen, okay, und ab jetzt ist mein Geist wieder ruhig und jetzt kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren und auf andere Dinge sozusagen wieder zuarbeiten und wieder zugehen.
Wenn ihr das nicht machen würdet und eure emotionalen Bilder, Werke, wie auch immer, weiterhin als Work in Progress lasst, dann ist auch das Thema für euch noch nicht abgeschlossen. Eines der größten Bilder, die ich als emotionalen Auslass benutzt habe, hat mich mehrere Wochen lang beschäftigt. Da war auch die Thematik dahinter aber sehr intensiv, sehr emotional und das ist im Endeffekt dann auch irgendwann fertig geworden, bloß gut. Und damit bin ich jetzt auch mit der Thematik erstmal ruhiger und entspannter und kann mich dem Thema widmen und auch über das Thema sprechen mit meinen Freunden und Bekannten, ohne dass mir die Tränen kommen und es mich emotional aufwühlt. Das mag auf einige Leute eventuell ein bisschen befremdlich wirken, aber letzten Endes ist es mir in gewisser Art und Weise egal, was die Leute darüber denken, wie ich offen über so ein Thema sprechen kann, weil niemand weiß, wie es in mir drin aussieht. Und ich habe die Verantwortung meiner Familie und meinen Freunden gegenüber, auch noch in gewisser Art und Weise eine ruhige und eine freundliche Person zu sein und nicht nur am Boden zerstört und zu Tode betrübt zu sein, weil das möchte niemand. Und ich denke, das ist auch bei vielleicht vielen meiner Zuhörern so, dass ihr nicht wollt, dass eure Familie sich permanent Sorgen um euch macht, weil ihr kein Lächeln mehr auf die Lippen bekommt. Also, wie gesagt, wenn ihr etwas anfangt, was eure Emotionen verarbeiten soll, dann macht es am Anfang vielleicht erstmal in einem kleinen Rahmen, dass ihr es auch abschließen könnt. Übernehmt euch nicht. Und wenn es letzten Endes nur eine Skizze wird oder nur ein grober Entwurf für eine Geschichte oder nur einmal ein Lied singen und in ein Kissen schreien, dann ist es so. Dann habt ihr euch damit ausgelassen und seid damit erst einmal einen Schritt weiter in die richtige Richtung und die großen Emotionen, die derzeit in euch gewühlt haben, konnten sich ein Stück weit entladen, weil nichts anderes ist es. Ihr wollt, wenn ihr so etwas erschafft, wollt ihr die Emotionen loswerden, Emotionen in eine Kiste packen oder es einfach erstmal nur verarbeiten, abschließen, zur Seite stellen und euch später vielleicht nochmal damit beschäftigen oder hoffentlich damit beschäftigen, um es irgendwann generell abschließen zu können. Wie gesagt, ich bin weiterhin kein Therapeut, ich bin kein Wissenschaftler, kein Arzt, nichts in irgendeiner Art und Weise. Ich kann ja nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, okay? Also wenn es irgendwas gibt, was euch auf der Seele liegt und ihr sagt, nein, da hat sie jetzt gerade total unrecht, die spinnt doch, dann sagt es mir bitte einfach, okay? Kein Problem. So, ich bin doch jetzt mehr oder weniger schon in den dritten Punkt reingeglitten, denn warum macht man sowas überhaupt? Ja, Kompensation, logisch. Wenn mich ein Thema so tief beschäftigt, so inhärent beschäftigt, dann muss ich irgendwann mich dem stellen. Und am besten stelle ich mich dem, indem ich versuche, es zu verarbeiten, es zu kompensieren, sozusagen in ein gedankliches Konstrukt zu bringen oder auch auf ein Bildblatt Papier zu bringen, auf dem ich sagen kann, ja, so sehe ich dieses Thema, so möchte ich es ausdrücken, auch wenn jetzt nicht unbedingt in dem Bild zu sehen ist, was genau das Problem ist, was mich beschäftigt. So ist es doch mein Umgang damit. Das heißt, wie fühle ich mich dabei als Künstler? Und das möchte ich in das Bild reinbringen. Zumindest ich möchte das in das Bild reinbringen. Es kann auch sein, dass man als Thema, also sozusagen wirklich das Thema als an sich in das Bild reinbringt, aber das ist jedem selbst überlassen. Ich bin da vielleicht ein bisschen ich-fokussiert und demzufolge zeige ich, wie es mir geht in meinem Inneren und versuche mein Inneres sozusagen auf die Leinwand zu, in Anführungsstrichen, kotzen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber es ist im Endeffekt nichts anderes. Es ist emotionales Erbrechen. So. Als nächstes könnte man auch andersrum. Neben der Kompensation, wie gesagt, geht es auch um die Verarbeitung. Das heißt, ein Thema zu verarbeiten bedeutet für mich, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Ich schaue, was macht es mit mir. Ich schaue, wie kann ich anfangen, mit diesem Thema zu leben und wie erlebe ich es. Und schaue einfach, dass ich am Ende, wenn ich mit dem Bild fertig bin, in meinem Fall Bild oder auch
in eurem Fall vielleicht Geschichte, Musik, Video, was weiß ich, dass ich sagen kann, okay, was ist mein Resultat daraus? Wie habe ich es für mich jetzt verarbeitet? Als nächste Möglichkeit, was sozusagen, warum man sowas überhaupt macht, ist natürlich auch als Ablenkung. Klar, logisch. Je mehr ich mich je emotionaler mein Chaos im Kopf ist, umso mehr brauche ich eine Ablenkung von diesem emotionalen Chaos. Umso mehr brauche ich die Ruhe, die ich vorher vielleicht hatte und die ich jetzt auch vermisse, weil ich das emotionale Chaos, das so überwältigend ist, dass ich es fast gar nicht greifen kann. Und natürlich, wenn ich mich hinsetze oder wenn man sich hinsetzt und ein Bild beginnt, in meinem Fall, dann weiß meine Hand schon ganz genau, wie sie sich zu verhalten hat. Und in dem Moment, wo ich anfange, etwas haptisch, also mit den Händen zu begreifen, dann fängt auch mein Kopf an, damit zu arbeiten und es zu verarbeiten und es halt auch als Ablenkung zu sehen. Beziehungsweise die Ablenkung ist schlicht und ergreifend das Arbeiten an sich daran. Das heißt also, ich verbringe Zeit, die nur für mich da ist, weil es ist ein sehr emotionales Bild. Es ist Zeit, die ich nicht für andere benutze, sondern die lediglich meine persönliche, private Zeit ist. Und auch wenn dabei am Ende etwas herauskommt, was ich vielleicht rumzeigen kann, muss ich das nicht unbedingt, denn das ist etwas, geht nur mich was an. Das ist mein emotionaler Zustand, es ist mein emotionales Chaos, mein emotionales Problem, mit dem ich mich auseinandersetze. Und ob ich das jetzt online streame, ob ich es letztlich online zeige, das ist immer noch mir überlassen als Person, denn das, was ich auf das Blatt Papier gebracht habe, ist im Endeffekt ein Ausschnitt von dem, wie ich mich derzeit fühle und wie derzeit es in mir, in meiner Seele aussieht. Und das will ich vielleicht nicht mal unbedingt sofort zeigen, denn auch wenn ich es persönlich hübsch finde, kann es durchaus sein, dass das bei anderen Leuten nicht nur Fragen aufwirft, sondern auch, dass diese anderen Leute mir Fragen stellen, auf die ich in dem Moment vielleicht gar nicht antworten möchte. Daher, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Eventart macht und das ist sehr akut und das ist akut auch sehr schlimm für euch, dann wartet vielleicht mit dem Upload dieses Eventarts eine Weile, bis sich dieser akute Stress gelegt hat, wenn ihr denn auf Fragen, was bei euch los ist, nicht antworten wollt. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn ihr Leuten auf eure Kommentare logischerweise antwortet. Es ist höflich, es ist nett. Ihr müsst es nicht, auf keinen Fall. Muss ich auch nicht. Ich mache es meistens trotzdem. Aber es ist einfach, manchmal tut es auch einfach nur gut, darüber zu reden. Vor allem, wenn man Freunde hat, die einen kennen, die die Situation um einen herum kennen und die einem auch einfach zuhören und einfach schlicht und ergreifend da sind. Und die bereit sind, sich mit euch zu beschäftigen und auch ohne über das Thema zu reden, einfach mit euch zusammen eine Runde was Schönes unternehmen. Rausgehen, Kaffee trinken, spazieren gehen, eine Runde zocken. Warum nicht? Solange ihr euch nicht unbedingt mit der Thematik auseinandersetzen müsst und sie trotzdem für euch da sind, wenn ihr sie denn braucht, nehmt es an. Macht etwas Schönes. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr in Tränen ausbrecht, sie euch in den Arm nehmen und sagen, es wird alles wieder gut. Ja, und der letzte Punkt, warum man sowas macht, also so ein emotionales Auskotzen auf irgendeine Art und Weise, sei es jetzt in der Geschichte, Bild, Musik, Video, Film gucken, was weiß ich, ist logischerweise auch die Art und Weise einer Therapie. Hierzu kann ich allerdings wirklich nicht viel sagen, weil ich habe noch keine Kunsttherapie gemacht. Ich habe andere Arten und Formen von Therapien gemacht, aber Therapie im Sinne von Kunst und dabei Bilder erschaffen habe ich nicht. Ich glaube, das hätte man mir auch gar nicht gegönnt, weil mein Anspruch an mich viel zu hoch gewesen wäre und ich das eher als Druck gesehen hätte, als, naja, wie auch anders. Ja, Moment, ich muss gerade meinen Faden wiederfinden. So,
Ist es Kunst oder kann das weg? Ja, das ist schon Kunst. Kunst ist, zumindest soweit mir das mal gesagt wurde, weil die Definition von Kunst ist sehr variabel, um es höflich auszudrücken, ist Kunst etwas, was emotional bewegt. Und wenn uns etwas emotional bewegt, dann sind es meistens Bilder oder Dinge, die in einem sehr emotional bewegten Zustand des Künstlers erschaffen wurden. Weil ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber zumindest bei mir ist es so, dass mich diese Wandart-Bilder, die ich selbst gemacht habe, auch noch Jahre später emotional bewegen, mich persönlich, und dass ich sie auch noch eine lange Zeit sehr gut finde und auch hübsch finde, auch wenn sich mein Stil im Allgemeinen dann schon sehr viel weiterentwickelt hat. Also ja, das ist schon Kunst, finde ich persönlich. Und man sollte es nicht unterschätzen. Also es ist halt insoweit, ich weiß nicht, ob ich meine Wandart-Bilder irgendwann mal verkaufen wollen würde, weil die liegen mir einfach sehr am Herzen, denn sie sind für mich einfach sehr viel emotionales Feedback und sind mir einfach sehr nah. Aber wenn es danach geht, dass Kunst dazu da ist, dass sie den Betrachter anspricht und sie den sozusagen emotional bewegt oder halt auch zum Nachdenken bringt, dann ist Wandart schon mehr Kunst als im übertragenen Sinne gesagt 3 Striche auf einer Leinwand. So, gut, jetzt nichts gegen abstrakte Kunst oder moderne Kunst im Allgemeinen. Kunst ist Kunst. Und jeder Betrachter ist anders. Das heißt also, jedes Bild, egal wie geformt es ist oder wie es aussieht, kann eine Reaktion im Betrachter hervorrufen. Und wenn es nur die Reaktion ist, ich möchte das Bild für 3 Millionen Euro einfach kaufen. Aber darum geht es in diesem Video nicht. Also ja, ist Kunst, meiner Meinung nach. Kann nicht weg. Oder vielleicht kann das irgendwann mal weg, aber im Moment jetzt erstmal nicht. Im Moment ist mir das wichtig. So. Warum hasse ich Wandart? Und warum liebe ich Wandart gleichermaßen trotzdem? Das ist ein etwas schwieriges Thema, weil Hass ist so ein sehr hartes Wort. Ich habe eine Hassliebe zu Wandart. Ich vermeide es in den meisten Fällen, Wandart zu zeichnen, weil aus 2 Gründen. Zum einen, ich bin an einem Punkt, wo ich ein kleines Problem habe mit dem Zeitmanagement. Und das ist einfach die Sache, dass ich mir sage, jetzt Zeit für mich aufzuwenden und für meine Bilder. In der Zeit könnte ich was Produktiveres tun. So. Das ist nicht unbedingt richtig und nicht unbedingt gut, und das weiß, glaube ich, jeder, der in seiner Situation ist, dass das nicht gut und nicht sinnvoll ist, denn Zeit, die ich für mich aufwende und für mein persönliches und emotionales, seelisches Wohlergehen, ist immer gut angelegte Zeit. So. Und der andere Punkt, warum ich persönlich für mich entschieden habe, dass ich Wandart nicht mag, ist, weil ich mich nicht mehr emotional auskotzen möchte. Das hat einfach den Grund, dass ich gelernt habe, mit meinen Emotionen so weit klarzukommen, wie ich halt ein produktives Mitglied der Gesellschaft bin. Und ich es vermeide, weil es meine Produktivität senkt. Aber auf der anderen Seite ist es totaler Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Das weiß ich auch selber. Denn Wandart, ja, es hilft mir. Und es hilft auch sicherlich anderen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, nämlich in einem emotionalen Chaos feststecken und versuchen, da wieder klarzukommen, wieder rauszukommen. Und ich möchte hier jetzt nicht als schlechtes Beispiel vorangehen, weil das wäre dem entgegengesetzt, was ich eigentlich machen möchte.
Also ja, ich versuche in erster Linie erstmal mit meinen Emotionen selber klarzukommen. Das heißt also, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Was läuft schief? Kann ich etwas daran ändern? Wenn ja, dann ändere ich es. Ähm, Das geht aktuell momentan leider nicht, weshalb ich letzten Endes mich zum einen für das Video hier entschieden habe und zum anderen halt auch mich selbst wieder hingesetzt habe und Wendart produziert habe, also gezeichnet habe, über einen Zeitraum hinweg, wo ich in der Zeit auch durchaus hätte was anderes machen können, aber nichts anderes hat mehr funktioniert. Es war wie eine Blockade, vor der ich gestanden habe, und ich musste mir erst wieder eine Tür zeichnen, um durch diese Mauer einfach durchzukommen. Und die Tür habe ich mir gemacht. So. Und das ist auch der Grund, warum ich Wendart liebe, weil Wendart kann einen aus einer Situation, in der man feststeckt, rausbringen. Ich hatte das Gefühl, ich stände vor einem Artblock, wobei ich normalerweise keine Artblocks bekomme, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke mal, weil ich es nicht als Artblock sehe, sondern weil ich halt schon in der Lage bin, festzustellen, was mich gerade blockiert und was gerade meine kreativen Gedanken blockiert. Und in den meisten Fällen ist es ein emotionaler Überdruck, der aufgrund von Real-Life-Sachen einfach passiert ist. Und wenn ich mich hinsetze und ein Wendart dazu mache, etwas, was einfach widerspiegelt, wie es mir derzeit geht und wie ich mich fühle, dann ist es halt auch so, dass ich diesen Druck abbauen kann und diesen Druck ablassen kann. Das ist auch gut so. Und das ist der Punkt, warum ich Wendart wirklich liebe. Das eine der wenigen Sachen, wo ich aber sagen muss, mit Vorsicht genießen bitte, ist wirklich der Punkt, übertreibt nicht. Ich versuche das auch. Ich versuche es, wie gesagt, so zu handhaben, dass wenn ich ein Bild mache, um meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, dass ich es mit diesem einen Bild abschließe. Heißt, danach ist diese Thematik für mich erst einmal beendet. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe sie für mich in meinem Kopf in irgendeiner Art und Weise gelöst oder zu einem Punkt gebracht, wo sie für mich nicht mehr so überwältigend ist, und danach ist Schluss. Passt auf, dass ihr euch nicht darin suhlt. Ich weiß, dass einige Sachen nicht zu lösen sind. Krankheit, Verlust, wie auch immer, der Abbruch von einer Beziehung, ein Verlust von einer Freundschaft, egal was es ist. Es ist schwer und es nimmt einen mit, und ja, das Gefühl ist überwältigend, aber ihr müsst einen Punkt finden, oder man sollte, nicht müssen ist so ein hartes Wort, aber es ist besser, wenn ihr einen Punkt findet, an dem ihr euch damit abschließend befasst, dass ihr das abschließen könnt, dass ihr sagen könnt, okay, es war eine schöne Zeit und ich finde es scheiße, was gelaufen ist, und das hat mir wahnsinnig wehgetan und ich fühle mich gerade absolut beschissen und kacke und möchte da nur noch irgendwie raus und will, dass es aufhört. Dann verpackt das in einem Werk, egal wie das aussieht, und schließt dann damit vorübergehend erst einmal ab. Ihr müsst es nicht final abschließen, das verlangt keiner von euch. Und wenn es euch trotzdem weiterhin beschäftigt, dann, wie gesagt, sucht euch eine Therapie, redet mit eurem Arzt erst einmal. Kein Arzt der Welt wird euch sagen, ja, du hast doch einen Knall, reiß dich mal zusammen, sondern Ärzte sind dafür da, dass sie euch bei sowas auch an die Hand nehmen und euch sozusagen weiterleiten, was für euch passend wäre, und lasst euch helfen. Wenn alle Stricke reißen, ist genau dafür der Arzt und die Therapie da. Und denkt nicht, dass ich das nicht auch mitgemacht hätte. Ich habe das auch schon durch, ja. Ihr seid nicht alleine. So.
Aber wenn es um das Thema Wendart geht, bevor ihr irgendwie selber rumdoktert, lasst euch helfen. Und wenn euch das Wendart-Zeichnen, so wie mir, halt wirklich hilft, dann macht das. Lasst euch nicht drauf ein, was irgendjemand da draußen sagt. Ignoriert die Leute, die sagen, was machst du da schon wieder? Du bist doch nur down oder was auch immer. Das ist egal, die sind nicht in eurem Kopf drin. Ihr macht das, was für euch das Beste ist. So wie ich das auch gemacht habe. Und ja, natürlich hat man solche Gedanken. Natürlich denkt man darüber nach, was die Leute jetzt von außen gerade wieder meinen. Ob sich Freunde oder die Familie um euch sorgen oder wie auch immer. Einfach beiseite schieben. Lasst sie reden und macht euer Ding. So. Denn dafür liebe ich Wendart wirklich, dass es die Möglichkeit gibt oder einem die Möglichkeit gibt, in dem Fall jetzt mir oder halt auch euch, dass ihr euch hinsetzen könnt, euch nur mit euch beschäftigen könnt, die Zeit ganz allein für euch habt und einfach eure Emotionen und Gedanken in welcher Art und Weise einfach aufs Papier kotzen könnt oder ins Tablet digitalisieren könnt oder niederschreiben könnt oder was auch immer. Dafür ist es wirklich gut. So. Und jetzt wünsche ich euch noch alles Gute, haltet die Ohren steif und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Dann aber nicht unbedingt mit so einem depressiven, melancholischen Thema, sondern sehr wahrscheinlich mit etwas fröhlicherem und aufmunternderem. Schweres Wort. Schwere Worte gibt's halt auch im Deutschen. So, dann macht's gut und tschüss.